Das letzte Video in diesem Jahr. Es wird ein Ausblick über Kryptowährungen, vor allem Bitcoin. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Kryptowährungen haben sich dieses Jahr extrem gut entwickelt. Darunter natürlich die Hauptkryptowährung oder der Branchenprimus Bitcoin. Nur die Frage stellt sich, wie wird es weiterlaufen mit Bitcoin? Kommt es jetzt zu einem Rücksetzer? Bitcoin befindet sich in etwa bei $42.000 aktuell. Die Antwort ist meiner Meinung nach relativ einfach. Nachdem sehr viel institutionelles Kapital bereits in Bitcoin geflossen ist, vor allem aufgrund der ETF-Fantasie oder aktuell Fantasie, wobei man hier sagen muss, dass Firmen wie BlackRock und ähnliches natürlich schon wesentlich früher positioniert haben. Die wissen meiner Meinung nach ganz genau, erstens einmal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser ETF durchgeht, was sie benötigen, wenn der ETF gelauncht wird, sprich, wie viel Nachfrage sie ungefähr haben werden. Sie werden nicht erst beginnen, ihre Bitcoin-Bestände aufzustocken, wenn alles unter Dach und Fach ist. Deshalb ist natürlich BlackRock und andere Firmen schon seit längerem im Kryptoraum durchaus präsent, indem dass sie Teile von Mining-Firmen und erwerben. Jetzt muss man sich nur die Frage stellen, weil auf der einen Seite gibt es ein Lager, die sagen, okay, der Bitcoin-ETF wird genehmigt, bei allen wahrscheinlich relativ gleichzeitig oder ist auch egal, wenn es nur bei einem ist. Auf dieses Event wird ein Großteil der Bitcoins abverkauft, weil im Endeffekt die Hoffnung oder die Erwartungshaltung aus dem Markt gespült ist. Meiner Meinung nach wird nicht viel passieren, da die großen Player das System komplett verändern. Es gilt nicht mehr der Retail als Hauptanleger und die Gesetzmäßigkeiten von den Big Playern sind ganz andere. BlackRock und ähnliches wissen ganz genau, wie viel ungefähr in den Markt gespült wird durch ihre ETFs. Ausgehend von diesem Wert berechnet sich für diese Firmen ein Fair Value. Und meiner Meinung nach wird der Bitcoin-Preis kaum unter diesen Wert fallen. Sprich, wenn Sie jetzt sagen, keine Ahnung, ich sage jetzt eine Hausnummer, es kommen 500 Milliarden oder 300 Milliarden oder 1 Billion an frischen Kapital in den Markt, ergibt sich daraus ein fairer Wert für Bitcoin. Und solange der Kurs unter diesem Wert gehandelt wird, werden die Großen immer zugreifen. Eine BlackRock ist nicht daran interessiert, meiner Meinung nach, ob sie jetzt einen Bitcoin für $35.000, für 37 oder 41.000 Dollar kauft. BlackRock ist daran interessiert, dass der Kurs möglichst kontinuierlich nach oben wandert. Warum denke ich das? Ganz einfach, weil BlackRock nicht hauptsächlich daran verdient, dass sie Bitcoins verkauft, sondern sie verdient daran, dass sie quasi den ETF verkauft. Und der ETF verkauft sich umso besser, je kontinuierlicher er nach oben geht. Man muss sich nur einen MSCI World anschauen. Er macht im Schnitt 7% im Jahr, ist natürlich nicht unbedingt eine Kursrakete, aber dadurch das unglaublich hohe Volumen, was in diesen ETFs gehandelt wird, sind die TRR-Gebühren, auch wenn sie im 0, irgendwas Bereich liegen, für die Firma extrem lukrativ. Und genau das Gleiche wird bei Bitcoin passieren. Der Bitcoin-Kurs wird durch diese großen Player viel mehr stabilisiert. Ich denke, dass es weder Ausreißer nach unten noch nach oben in Zukunft in der großen Art und Weise von 50-60% geben wird. Es wird quasi ein gedämpftes System entstehen. Wobei natürlich immer Dropdowns nach unten und nach oben abhängig natürlich auch von der aktuellen Marktlage und der makroökonomischen Situation mit einhergeht. Jedoch, ob jetzt der Bitcoin noch einmal auf 30.000 geht oder auf 150 oder 300.000 oder was weiß der nicht,
wird kaum wer aktuell vorhersagen können. Und ich denke mal, es wird sich wahrscheinlich eher bei einer jährlichen Steigerungsrate zwischen 10 und 35% zumindest einmal in den nächsten 3 bis 5 Jahren einpendeln. Diese Rate wird kontinuierlich abnehmen, bis sie zu einer wahrscheinlichen Wachstumsrate zwischen 7 und 12% in Zukunft irgendwann einmal führen wird. Und solange das so läuft, ist es aber im Endeffekt für jeden Bitcoin-Halter gut. Denn natürlich, man kann mit Hebel und alle möglichen Tricks reingehen und versuchen, eine Outperformance zu generieren. In der Regel gelingt das aber relativ wenigen. Vor allem, es ist meistens so, dass die Leute, die einem verkaufen, wie einfach das nicht ist, mit Hebel zu handeln und wie gefahrlos das nicht ist, im Endeffekt, also kurz gesagt, sie verdienen im Grunde daran, je mehr gehandelt wird, desto mehr Gebühren fließen und desto mehr kriegen diese Personen prozentual. Ich würde mal sagen, für die breite Masse ist es wesentlich sinnvoller, sich auf ein Investment zu konzentrieren, das gewisse Regeln unterliegt und die man besser kontrollieren und vor allem die Risiken gut abschätzen kann. Also meine Prognose: Ich gehe davon aus, dass der Kryptomarkt im Jahr 2024 weiter wachsen wird. Ich gehe auch davon aus, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigen wird. Wird er wieder 100% machen, so wie dieses Jahr, ist schwer abzusehen. Natürlich, wenn die Zinsen gelockert werden, frisches Kapital in den Markt gespült wird, ist das immer ein gutes Zeichen, beziehungsweise bringt das Aufwind für Bitcoin. In welche Höhen es gehen wird, wird sich zeigen. Aber im Grunde genommen ist der Weg nach oben nicht halb so interessant wie der Weg nach unten. Denn ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt einen Bitcoin kaufe und der verdoppelt sich, denke ich mir, wunderbar, super. Aber das Problem ist, was ist, wenn er sich halbiert? Dann habe ich ein Problem. Und deshalb würde ich den Weg nach unten dementsprechend irgendwo auf jeden Fall absichern. Das kann ich nur jedem empfehlen, der mit Bitcoin handelt oder der Bitcoin als Investment besitzt. Bei den Altcoins sieht das Ganze noch viel komplexer aus. Damit man mit Altcoins wirklich eine solide Performance hinlegen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat Glück, indem ich kaufe irgendeinen Altcoin, er macht, keine Ahnung, 100x, 50x, 70x, ist komplett egal. Ich habe eine unglaubliche Performance gemacht, steige aus dem Markt aus und steige nie wieder in den Markt ein, sage danke, ich hatte Glück. Mein Lottoschein ist aufgegangen. Oder wenn ich jetzt sage, ich will breit in den Altcoin-Markt investieren, mehrere Altcoins kaufen, dann benötigt man unbedingt ein fixes Regelwerk. Und mit fixen Regelwerk meine ich fixe Stoppkurse, fixe Kurse, wo man wieder aussteigt und zwar Profite nimmt. Und das ist unerlässlich, denn der Altcoin-Markt ist hochvolatil, er verändert sich extrem schnell. Buy and Hold ist kaum sinnvoll. Eventuell vielleicht kann man Ethereum in diesem Fall ausklammern, aber im Grunde genommen auch nicht wirklich. Und darum würde ich nur jeden empfehlen, der zumal neu in diesem Sektor ist und noch nicht viel Erfahrung hat, auf keinen Fall in diesem Bereich mit allzu großen Summen zu hantieren. Ich kann euch versprechen, ihr werdet den Ausstieg nach oben verpassen und ihr werdet euch ärgern, wenn ihr den Weg nach unten mitmacht. Ich hoffe, es passiert keinen und nach wie vor denke ich sowieso, ihr werdet alle gute Entscheidungen treffen und gut aus dem Markt aussteigen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen frohen Rutsch und ein gutes neues Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr. Wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Habt ihr es bis hierher durchgehalten? Abonniert den Kanal, klickt die Glocke. Dankeschön.